Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 3 Ausführung J von Ryefield Model im Maßstab 1:35. Mit einem Panzer 3 Bausatz kann man mir ja bekanntermaßen immer eine Freude machen und seit letztem Jahr ist das Angebot an Panzer 3 Modellen auch wieder recht ansehnlich. Vor allem Dragon hatte früher ein paar sehr schöne Bausätze dieses Fahrzeugs im Angebot, aber die sind größtenteils schon seit längerem vergriffen und irgendwie scheint Dragon zu bequem zu sein, um die alten Bausätze wieder neu aufzulegen, was natürlich anderen Herstellern die Möglichkeit gibt, diese Lücke zu füllen. So haben sich letztes Jahr gleich 3 Hersteller dem Panzer 3 angenommen, nämlich Takom, Academy und Ryefield Model. Konkurrenz belebt also wirklich das Geschäft, wie es scheint. Ich habe mir die Panzer 3 M und N von Takom bereits vor längerem zugelegt und die Ausführung M auch schon in einem Video näher vorgestellt. Den Panzer 3J von Academy habe ich bisher noch nicht erwischen können und den Panzer 3J von Ryefield Model schauen wir uns jetzt mal näher an. Der vorliegende Bausatz stellt eine späte Ausführung J dar mit der langen 5 cm KWK 39 L60 und den Schottpanzerungen an der Kanonenblende und an der Wannenfront, wobei diese Schottpanzerungen eher typisch für die Ausführung L sind. Der Übergang zwischen der Ausführung J und L ist fließend und ich weiß auch nicht so recht, ab wann man schon von einer Ausführung L spricht und wann es noch eine Ausführung J ist. Dafür kann ich 2 Beispiele geben. Die Notausstiegsluken an den Seiten der Unterwanne waren bei der Ausführung J noch vorhanden, entfielen dann bei der Ausführung L, jedoch hatten die ersten Fahrzeuge der Ausführung L dennoch diese Ausstiegsluken noch dran. Die Schottpanzerung war ein Merkmal der Ausführung L, jedoch hatten viele Fahrzeuge der späten Ausführung J ebenfalls diese Schottpanzerung oder zumindest die Halterungen dafür. Ansonsten sind die späte Ausführung J und die Ausführung L im Grunde identisch und auf alten Fotos auch nicht immer eindeutig zu unterscheiden. Die beiden Baulose sind sich jedenfalls deutlich ähnlicher, als die frühe und die späte Ausführung J es sind. Gut, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht zu sehr verwirrt und jetzt schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel macht einen recht stabilen Eindruck, sollte auf jeden Fall so ausreichen, das finde ich schon mal ganz gut. Der Deckel ist dann hier nach oben abzunehmen. Die Bauanleitung ist hier in der Tüte drin, die ist wieder verschließbar, so wie auch alle anderen Tüten. Da haben wir jetzt hier noch Fotojetteile dabei, Klarsichtteile, Polycaps und so weiter. Die Fotojetteile werden hier auch mit einem Stück Karton abgestützt. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja, und die Spritzlinge sind größtenteils einzeln verpackt. Die Tüten sind von der Sorte extra knisternd. Ich bitte es zu entschuldigen. Ja, sind wieder verschließbar. Finde ich ganz gut. Ja, alles in allem ist es doch eine sehr sinnvolle Verpackung. Und ich denke, das sollte beim Versand und bei der Lagerung alles zum Besten stehen, dass da hier nichts kaputt geht. Nehmen wir zunächst mal die Bauanleitung näher unter die Lupe. Die ist farbig gedruckt und zweisprachig, Englisch und Chinesisch. Hier haben wir dann eine Zeichenerklärung und ein paar Sicherheitshinweise. Hier dann eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Spritzlingen. Und dann geht hier der Zusammenbau los mit der Unterwanne. Die besteht, wie man sehen kann, aus mehreren Platten. Das ist nicht so ganz modern. Andere Hersteller geben uns die Wanne so als ein Teil. Hier besteht es aus mehreren Elementen. Ja, ist an und für sich nicht schlimm, aber halt nicht wirklich so modern, wie man das erwarten würde. Hier der Boden der Unterwanne, da bauen wir hier vornehmlich diese Halterungen ein für die Drehstabfederungen. Hier dann das Seitenteil. Da kommen hier diese Stützen ran für die Schutzbleche und diese Notausstiegsluke, die ich vorhin schon erwähnt habe, die ab der Ausführung L dann entfiel. Ja, dann kommt die Unterwanne auch schon zusammen, hier mit der Heckplatte zusammen und dann bauen wir hier die Drehstabfederung ein. Die kann man auch beweglich bauen, wie hier erklärt wird. Dazu müssen einfach nur diese kurzen Stifte entfernt werden und dann kann die Achse sich frei bewegen. Das finde ich ganz schön, weil ich doch gern mal ein Diorama baue, wo man dann das Fahrwerk ein bisschen an einen unebenen Untergrund anpassen will
Und da ist es ganz nützlich. Und hier diese Plastikstäbe, die verhalten sich ja auch wie eine echte Drehstabfederung. Durchs Verwinden entsteht da eben so eine gewisse Federwirkung. Hier sehen wir dann, wie diese 4 Stoßdämpfer montiert werden. Dieser rote Bereich soll nicht geklebt werden, wobei hier ist es auch rot und da würde ich mal sagen, die Achse wird auf jeden Fall geklebt. Hier ist es blau. Ja, also ich weiß nicht, die Bauanleitung ist zwar farbig, aber so wirklich Sinn ergeben die Farben jetzt irgendwie nicht. Ja, hilft jetzt nicht unbedingt bei der Übersichtlichkeit. Die Abbildungen an sich sind auf jeden Fall groß und relativ leicht verständlich, zumal auch nicht allzu viele Teile pro Bauschritt verbaut werden, aber das mit den Farben bringt jetzt nicht so viel. Dann bauen wir hier die Stopper ein und die Achse fürs Leitrad. Hier dann die Abgasanlage mit diesen entsprechenden Schutzblechen dabei, ja, Zugösen. Dann kommen hier die Räder zusammen, Leitrad hier mit einem Ring aus Fotoätzteilen. Ja, Triebrad baut sich relativ einfach auf. Stützrollen bestehen aus 2 Hälften. Die Laufrollen bestehen aus 2 Hälften. Hier mit einer Polycap dazwischen, damit man das einfach nur so aufstecken kann. Ja, ist ganz nett. Ich brauche es nicht unbedingt, aber ja, warum nicht? Hier dann das Heck. Da bauen wir hier die Anlage für die Nebelkerzen ein und hier liegen noch Fotoätzteile bei für diese Gitter. Ja, dann kommt es hier auch an die Wanne ran. Hier dann die Frontplatte. Da sollen wir ein paar Löcher bohren, falls wir diese Schottpanzerung verwenden wollen. Ja, das finde ich ganz okay. Die Luken hier vorne sind separat und können auch offen dargestellt werden. Finde ich ganz schön. Ist zwar nichts zu sehen, aber es gibt von dem Bausatz auch mittlerweile eine Variante mit voller Innenausstattung. Dann haben wir hier noch ein paar Ersatzkettenglieder und die entsprechenden Halterungen. Und dann geht es hier an die Ketten. Deren Bauart sieht man so in der Art relativ häufig mittlerweile. Ist im Prinzip das gleiche wie bei Modelkasten. Wir haben hier eine Schablone und die einzelnen Kettenglieder werden da eingesetzt und diese Verbindungsbolzen werden dann hier entweder gesteckt oder geklebt, je nachdem. Von dieser Bauweise bin ich persönlich kein großer Freund. Mir würden ganz ordinäre Einzelgliederketten reichen. Ja, aber ich denke, es gibt doch einige Modellbauer, die das ganz gut finden und ja, scheint so in den letzten Jahren der Trend zu sein, die Ketten so zu machen. Dann geht es weiter mit den Schutzblechen. Hier vorne dieses kurze Teil mit diesen Klemmhebeln und so weiter, womit dann hier dieses vordere Element des Schutzblechs dann festgesetzt wird. Das liegt hier sehr detailliert ausgeführt bei. Ja, der Wagenheber, allseits bekannt, ist eigentlich bei jedem Hersteller im Aufbau ziemlich gleich. Dann Schutzblech hier mit einem Fotoätzteil dabei. Ein paar Werkzeuge kommen hier ran. Hier diese Halterungen, ja, ganz standardmäßig. Hier diese Darstellung auch von diesem inneren Bereich dieser Endstücke der Schutzbleche. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, auch mit Fotoätzteilen. Andere Hersteller neigen dazu, das zu vereinfachen. Eigentlich macht es nur Dragon ganz gut und anscheinend auch Ryefield. Ja, dann hier noch mehr Zubehör, Staukiste und dieses Notec-Licht. Ja, noch mehr Bauteile, die an die Schutzbleche rankommen. Ja, relativ aufwendig, aber dadurch eben auch schön detailliert. Und dann kommt es hier an die Wanne ran und es geht weiter mit dem Aufbau. Auch der Aufbau besteht aus mehreren Platten und Elementen. Ja, finde ich ganz okay. Hier diese Sehschlitze und Visiere kann man auch wahrscheinlich offen darstellen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, genauso wie hier dieses Bugmaschinengewehr. Ziemlich detailliert, auch wenn man davon eigentlich später gar nichts sieht.
Ja, hier dann die Fahrzeugfront, diese ja, kugelförmige Aufnahme für das Bug MG ist auch eine Neuerung, die es erst ab der Ausführung J gab. Ja, hier dann das Dach der Oberwanne mit ein paar so Zugösen und so weiter. Und dann kommt es zusammen und kommt auch schon gleich auf die Unterwanne drauf. Hier auch noch mit ein paar Streifen mit dabei. Und hier haben wir diese Schottpanzerung, die sich auch aus Fotojetzteilen zusammensetzt. Jedoch, wie anfangs schon gesagt, diese Schottpanzerung ist nicht unbedingt ein Merkmal der Ausführung J, sondern ja, gehört eher zur Ausführung L. Ja, dann geht es weiter mit dem Motordeck. Da bauen wir hier erstmal die Klappen zusammen. Ja, kann man auch offen darstellen. Das Motordeck an sich ist mehr oder weniger einteilig. Da bauen wir hier nur diese seitlichen Lufteinlässe ran und die Scharniere für die Luken und so weiter sind halt separat. Hier dann noch die Abschleppseile, die liegen als Plastikteil bei und die Abdeckungen, diese Gitter für diese Lufteinlässe als Fotojetzteil, das finde ich super. So muss das sein. Bei den älteren Dragon-Bausätzen musste man das immer separat nachkaufen, aber hier liegt es bei. Dann geht es weiter mit dem Turm. Hier bauen wir die Kanonenblende zusammen mit dem Rücklaufmechanismus und so weiter. Ja, das macht einen guten Eindruck. Wir können hier vorne auch diese Klappen öffnen, wenn wir wollen. Koaxial MG, Verschluss der Kanone. Hier auch mit einer Feder. Wozu das gut sein soll, weiß ich nicht. Ist halt für einen Rohrrückstoßmechanismus irgendwie, aber man sieht es ja eigentlich gar nicht am Ende. Also was das soll, weiß ich nicht so ganz. Das Rohr liegt einteilig bei als Plastikteil, finde ich ganz gut. Und wir bekommen hier innen noch ein paar Details, wie hier diese Schutzbügel und dieser Sack, womit die Hülsen aufgefangen wurden. Dann kommt hier der zweite Teil der Schottpanzerung, auch das ist optional. Und hier dann der Turm, liegt so mehr oder weniger einteilig bei, finde ich ganz gut. Ein paar kleinere Anbauteile kommen hier ran, die üblich sind. Der Sitz des Kommandanten, hier auch mit Fotojetzteilen. Ja, schöne Sache, kann man, wenn man die Luken offen darstellt, auch relativ gut sehen. Also ja, was jetzt die Inneneinrichtung angeht, finde ich das ausreichend für den üblichen Gebrauch. Ja, und dann kommt das schon hier zusammen. Die seitlichen Einstiegsluken sind relativ kleinteilig und dadurch auch schön detailliert. Und natürlich kann man das alles auch offen darstellen. Finde ich super. Gleiches gilt für die Kommandantenkuppel. Die ist im Aufbau jetzt auch nicht das Allereinfachste hier mit Fotojetzteilen und so weiter, aber dadurch ergibt sich eben eine sehr schöne Detaillierung. Der typische Staukorb, einfach im Aufbau, wird dann aber noch durch Fotojetzteile hier verfeinert für diese Verschlüsse. Ja, und dann kommt das Ganze hier zusammen. Dann bauen wir hier noch den Antennenfuß und die Antenne ran. Und das war's auch schon. Kommen wir dann zur Bemalungsanleitung. Die ist hier sehr schön farbig ausgeführt. Allerdings wird nicht näher bezeichnet, was für ein Fahrzeug da dargestellt wird. Das finde ich ein bisschen störend. Mich interessiert das schon immer, was für eine Einheit das ist, wo das eingesetzt war, in welchem Zeitraum. Das fehlt hier halt komplett. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwach. Ich meine, das Fahrzeug, was wir hier sehen, stellt eines dar der Viking-Division in Südrussland. So genau weiß ich es aber nicht. Ich vermute nur, nachdem hier dieses Einheitensymbol geschwärzt ist und es eine runde Form hatte, dass das vielleicht damit was zu tun hat, aber das ist auch nur eine Vermutung. Die Farbangaben beziehen sich einzig und allein auf Ammo bei MiG. Ja, auch ein bisschen mager, hätten wir auch ein paar andere gängige Hersteller beteiligen können.
Und hier unten wird dann auch noch aufgeführt, was für Alterungsprodukte man von MO verwenden kann. Naja, also das muss man sich ja auch nicht vorschreiben lassen, aber naja, so ist es eben. Ist halt der Zeitgeist heutzutage. Das zweite Fahrzeug ist einfach nur grau. Auch hier können wir irgendwie nur raten, was es sein soll. Hier dann eins in Wintertarnung. Und das letzte Fahrzeug hier in dieser relativ interessanten Steppentarnung. Grau und so sandbraun. Ich meine, das ist ein Fahrzeug, was in Stalingrad eingesetzt war, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn man etwas mehr dazu erfahren würde. Ja, alles in allem, ja, schöne Bauanleitung, ganz solide gemacht. An einigen Stellen wundert man sich vielleicht ein bisschen, aber im Grunde denke ich mal, dass Modellbauer mit etwas Übung damit klarkommen sollten. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Turm und das Motordeck. Das liegt jeweils separat bei. Ja, der Turm sieht doch ganz hübsch aus hier am Dach mit diesen ganzen versenkten Schraubköpfen. Und noch hier außen schöne Schweißnähte dran. Wirkt sehr natürlich und überzeugend. Das Einzige, was ein bisschen auffällt, ist, dass an diesen Schweißnähten manchmal so ganz leichter Grat dran ist. Man kann es hier erkennen, minimal nur. Oder auch hier hinten. Hier ist eigentlich kein Grat und dann wird immer mehr Grat, je weiter man sich hier nach rechts bewegt. Finde ich ganz auffällig. Da reicht es aber eigentlich einmal mit der Schmöckellatte drüber zu fahren und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ja, der Innenseite haben wir natürlich jede Menge Löcher, wo natürlich was für die Inneneinrichtung montiert werden sollte, wobei das hier nicht relevant ist. Es gibt ja von dem Bausatz auch eine Variante mit voller Innenausstattung und dafür ist es eben vorgesehen. Ja, und das Motordeck, auch hier schöne Schweißnähte zu sehen. Die Luken sind separat vorhanden, kann man auch alles offen darstellen. Ja, macht einen guten Eindruck. Also kann hier keine Mängel erkennen. Hier dann der Spritzling A. Hier finden wir alle möglichen Teile, vornehmlich aber Teile, die an die Schutzbleche gehören, aber auch ans Motordeck. Hier die Abschleppseile. Die sind sehr schön gemacht, sehr filigran ausgeführt. Braucht man eigentlich nicht durch irgendwelche feinen Stahlseile ersetzen. Zumal das auch gar nicht so viel bringen würde, weil hier diese Halterungen nicht separat beiliegen. Also wir müssen eigentlich diese Kabel dann auch verbauen. Ja, hier die Luken fürs Motordeck, Schutzbleche mit einer schönen Anti-Rutsch-Textur drauf. Unterseite, ja, Auswerfer und ein paar so Nietköpfe, aber keine weitere Textur. Und hier auch so Pfosten, so Angüsse, die wir noch entfernen müssen. Ist beim Versäubern also ein bisschen aufwendiger, aber hier unten stört es nicht so viel. Da kann man auch bei der Alterung relativ viel Staub und Schlamm noch reinschmieren und dann sieht man da eigentlich nichts mehr davon. Ja, die Werkzeuge haben schöne Halterungen. Bräuchte man jetzt nicht unbedingt ersetzen durch Fotoetzteile oder neuerdings auch durch 3D gedruckte Teile. Mir reicht es so. Also ich finde es vollkommen okay. Aber natürlich kann man es immer noch ein bisschen besser machen. Ja, hier der Holzklotz. Schöne Holztextur drauf. Ja. Antenne. Fein ausgeführt. Und auch nicht mehr Verbindungspunkte zum Spritzling, als es unbedingt braucht. Ja, sollte beim Versäubern ganz normale Ansprüche stellen an den Modellbauer. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, ansonsten kann ich hier keine Makel erkennen. Nicht sonderlich viel Gussgrad.
keine Fischhaut, keine Sinkstellen. Ja, und die Auswerfer begrenzen sich auf Bereiche, die ja eigentlich kaum einsehbar sind. Also das passt schon so. An Spritzling B haben wir hauptsächlich Wannenteile, vornehmlich hier die Unterwanne. Also die Unterseite ist schon mal sehr schön detailliert hier mit diesen Schweißnähten, Nietköpfen und so weiter. Mehr Details, als man eigentlich an der Unterseite bräuchte, aber ich finde es ganz gut. Ja, lieber das rundum sorglos Paket als irgendwie ein Bausatz, der zu viele Kompromisse macht. Hier dann die Seitenteile. Ja, sehr scharf detailliert hier. Das sind hier diese Pföstchen. Wenn man die entfernt, dann wird das Fahrwerk beweglich gehalten. Innenseite, ja, hier so ein Auswerfer, den sieht man aber später kaum noch. Und halt diese Knubbel, die muss man natürlich sorgfältig entfernen, sonst kommt es eventuell zu Passproblemen. Ja, Seitenteile des Aufbaus. Kommt ganz gut. Vielleicht ist die Oberfläche ein bisschen zu glatt, aber das kann man, wenn man unbedingt will, ja auch mit Mr. Surfacer ein bisschen mit Textur versehen. Ja, das sieht doch ganz fein aus. Abgasanlage hier schön geöffnet. Diese Abgasrohre braucht man nicht aufbohren. Ja, und diese ganzen kleinen Teile sind sehr schön gefertigt und auch nicht zu aufwendig beim Versäubern. Ja, sieht ganz hübsch aus. Passt so. Der Spritzling C liegt doppelt bei und hier haben wir dann hauptsächlich Fahrwerkskomponenten wie die ganzen Achsen, Laufrollen, aber auch noch ein paar Kleinteile fürs Motordeck und so weiter und so fort. Ja, Leitrad sieht doch ganz hübsch aus. Das Triebrad kann man auch vernünftig auslösen. Also ich hasse es immer, wenn diese Angussstellen zwischen den Zähnen sind. Aber hier ist es außen und zum Glück sind beim Panzer 3 die Führungszähne auch relativ breit. Also da kann man das ganz gut auslösen und versäubern. Ja, die Laufrollen, bisschen aufwendiger, mit jeweils 4 Stellen, wo man auf jeden Fall viel schleifen muss. Aber davon abgesehen sind die Flächen nicht gratig und die Details sind auch ganz hübsch. Man kann hier auch die Beschriftung sehen auf den Gummibelegen. Also das ist doch einwandfrei. Ja, Stützrollen auch hier mit Beschriftung. Hier dann die Drehstabfedern. Finde ich auch ganz gut. Ist einfach schön, wenn man das beweglich halten kann. Ja, und hier dann Flügelmuttern, kleine Zughaken und so weiter. Was haben wir hier? Haltegriffe. Das ist alles sehr, sehr filigran und auch gut zum Versäubern. Also die Zeit, die man hier verdattelt, hat man hier ein bisschen weniger Arbeit mit. Das ist doch ganz okay. Und auch hier kann ich keine Mängel erkennen. Auch die Achsen sind sehr sauber gefertigt. Das ist oft immer so eine Sache. Ich weiß nicht, die Hersteller geben sich bei den Achsen immer nicht so Mühe. Da wird es oft immer ein bisschen so schwammig und dann kann man da auch wieder viel Zeit rein versenken beim Versäubern, dass das einigermaßen ordentlich aussieht. Aber hier ist das alles klar definiert. Da wissen wir genau, wo das Teil aufhört und der Spritzrahmen anfängt. Also ja, das macht einen sehr soliden Eindruck. Finde ich gut. Der Spritzling D beinhaltet hauptsächlich Teile für den Turm. Da haben wir hier die Staukiste, ganz feine Nietköpfe, hier auch an der Seite. Kommt ganz gut und natürlich auch offen darstellbar, was mir auch immer ganz wichtig ist, weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat bei der Gestaltung. Ja, Kanonenblende,
ganz klassisch im Aufbau, wie man das auch von Dragon-Bausätzen teilweise kennt. Das ist ein Teil von der Schrottpanzerung, auch hier Koaxial-MG mit einer offenen Mündung, genauso wie das Kanonenrohr, das ist hier einteilig ausgeführt. Offene Mündung, und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber das sind auch Züge angedeutet. Also das kann man problemlos verwenden, da braucht man kein Alurohr hernehmen. Wobei das natürlich kein Schaden ist, aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig. Hier dann noch ein Scherenfernrohr, das wird wahrscheinlich in die Kommandantenkuppel reingehören, wobei ich mich nicht erinnern kann, dass die Bauanleitung darauf irgendwie Bezug nimmt. Ja, aber es liegt auf jeden Fall bei. Also das zeigt sich auf sehr hohem Niveau. Die seitlichen Einstiegsluken haben hier an diesen Teilen, wo dann die Scharniere rangehen, auch ganz feine Schweißnähte außenrum. Und da meine ich mich zu erinnern, dass das beim Takom-Bausatz zum Beispiel detailmäßig ein ziemlicher Schwachpunkt war. Hier ist es vorhanden. Finde ich schön. Ja, auch hier kommen ja noch jede Menge Details ran, aber das sieht so schon ganz gut aus. Hier der Fangkorb für die Hülsen mit so einer Stofftextur. Sieht ganz schön aus, obwohl man da später jetzt nicht mehr so viel sieht davon. Aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. Ne, das genügt meinen Ansprüchen vollkommen. Ist nicht zu kompliziert, aber auf jeden Fall ausreichend detailliert. Und so sollte doch ein recht vorbildgetreuer Panzer III entstehen können. Nun zu den Ketten. Die sind in ihrer Bauweise sehr ähnlich diesen japanischen Modelkastenketten. Ich persönlich bin da kein Fan davon, aber so ist es eben. Wir bekommen einzelne Kettenglieder, die dann eben mit so kleinen Plastikbolzen eben zusammengesteckt werden. Dazu gibt es hier auch eine kleine Schablone, mit der man das dann machen kann. Ja, ich finde das relativ mühsam und auch nicht so wirklich stabil. Gerade wenn man dann die Ketten lackieren und altern will, ist es oft sehr schwierig, weil dann die Teile wieder auseinanderbrechen. Dennoch scheint dieses Prinzip ziemlich beliebt zu sein, nachdem so viele Neuerscheinungen der letzten Jahre genau dieses System verwenden. Für diese Verbindungsstücke gibt es zwei unterschiedliche Varianten, eins für innen, eins für außen, und die Ketten an sich sind sehr schön gefertigt. Keine Auswerfer drauf, keine Makel wie Grat und Fischhaut dran. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Müssten Panzer III, Panzer IV Ketten sein vom Typ 3A mit diesem durchbrochenen Führungszahn. Typ 3B hatte ja einen soliden Führungszahn. Der hier ist durchbrochen und wirklich sehr scharf abgesetzt. Also wenn jetzt nicht hier diese Bauweise wäre, würde ich sagen, das sind eigentlich die schönsten Panzer III, Panzer IV Ketten, die ich bisher so gesehen habe. Wenn das nur ganz normale Einzelgliederketten wären, dann wäre ich wirklich vollkommen zufrieden. Aber so, vielleicht probiere ich es mal, die so zu montieren. Habe da aber nicht so viele gute Erfahrungen mitgemacht. Der Bausatz kommt mit reichlich Polycaps, die wir hauptsächlich am Fahrwerk verwenden. Ja, damit kann man leicht wieder lösbare Steckverbindungen herstellen. Ist schön, dass es beiliegt. Ich brauche es nicht unbedingt, aber es ist durchaus nicht zu verachten und kann manchmal auch ganz nützlich sein. Wir bekommen auch jede Menge Klarsichtteile hier, nachdem der Panzer III ja doch relativ viele Sehschlitze hatte und Optiken. Schlägt sich das hier auch am Anteil an Klarsichtteilen nieder, wobei hier auch ein paar Teile dabei sind, die eigentlich nicht durchsichtig gefertigt sein müssten, wie hier zum Beispiel der Sitz vom Kommandanten mit den Halterungen da dafür. Finde ich ein bisschen seltsam, aber so ist es eben. Ja, die
ganzen Sichtblöcke sind sauber gefertigt. Auch hier keine Mängel erkennbar, wie sich das ja auch für einen modernen Bausatz gehört. Das Prinzip von Glassichteile beim Panzer habe ich nie so ganz verstanden. Ich meine, gibt es Leute, die wirklich hier diese Glasteile abkleben und dann lackieren? Also ich mache das nicht. Ich mal halt da so einen schwarzen Strich am Ende rein, weil viel mehr sieht man davon eigentlich eh nicht am Ende. Naja, es wird so gemacht und prinzipiell stört es mich auch nicht, weil sich es ja einfach so verarbeiten lässt wie jedes andere Teil auch. Was wir hier so an Fotoads-Teilen bekommen, ist rundherum doch ziemlich nützlich. Hier zum Beispiel diese Ringe für das Leitrad und diese ganzen Gitter für die Lufteinlässe und so. Das ist alles notwendig und auch sehr nützlich. Wir bekommen aber auch noch ein paar Kleinteile oder hier was für die Schottpanzerung. Das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Also ja, finde ich gut, dass es beiliegt. Sparen wir uns schon mal ein paar extra Kosten, wenn man da diese Gitter separat kaufen müsste. Und dann hier noch die erwähnte Feder, die an die Kanone rankommt innen. Ja, was das soll, weiß ich nicht. Aber es liegt halt bei. Kann man mit dem Finger vorne an die Kanone hingehen und den Rückstoß simulieren. Aber für mehr ist es nicht Nutze. Also ja, liegt halt bei. Der Abziehbilderbogen ist relativ klein, aber der Panzer 3 hat jetzt nicht so viele Markierungen gehabt. Wir bekommen ein paar Balkenkreuze, ein paar taktische Nummern und ein paar Divisionszeichen. Da scheint mein Tipp mit der Viking-Division korrekt gewesen zu sein. Wir bekommen hier den schwarzen Untergrund und hier dieses runde Hakenkreuz hier aufgeteilt in 4 Teile, kann man also da separat positionieren und dann ja, passt es, wenn man so ein Fahrzeug darstellen will. Ja, an und für sich, ich habe noch nie Abziehbilder von Ryfield Model verwendet, aber mir gefällt schon mal, dass der Trägerfilm hier sehr klein ist. Das minimiert schon mal die Gefahr des Silberns ganz erheblich und die sind auch nicht zu dick und ja, insgesamt einfach auch sauber gedruckt. Also ich denke mal, die sollten sich ganz gut verarbeiten lassen, aber genau wissen wir es erst, wenn es soweit ist. Darüber hinaus beinhaltet der Bausatz hier auch noch so einen Roboter-Soldaten, hier mit ziemlich stilisierten Waffen, die man eigentlich nicht wirklich verwenden kann. Ja, liegt halt bei, mir gibt's gar nichts. Ich glaube auch, da gibt's eine Edition, wo das auf der Schachtel auch so vermerkt ist. Hier stand es nicht auf der Schachtel drauf, liegt aber trotzdem bei. Ja, ich halte von sowas nicht sonderlich viel. Macht es den Bausatz 2 Euro billiger, da habe ich glaube ich mehr davon. Alles in allem entspricht der Bausatz meinen durchaus hohen Erwartungen ganz gut. Wenn es um den Panzer 3 geht, schaue ich natürlich immer ganz besonders genau hin und ich finde, der Panzer 3J von Ryfield Model ja, ist wirklich eine sehr interessante Option für alle, die sich dafür interessieren. Alle relevanten Details sind sehr fein und detailliert dargestellt und auch korrekt dargestellt. Es gibt ein paar Bereiche, die später kaum einsehbar sind, wo es ja auch noch okay ist, aber nicht auf höchstem Niveau ist. Es gibt aber auch ein paar kleinere Probleme bei dem Bausatz, die mich persönlich stören. Das sind zum einen die Ketten. Ich mag einfach die Bauweise von diesen Ketten nicht sonderlich. Ich werde es aber hier dann mal probieren, wenn ich das Modell zusammenbaue. Man kann ja seine Meinung auch jederzeit wieder ändern, wenn man dann sieht, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Und das zweite wäre die Bemalungsanleitung. Da finde ich es einfach nicht so gut, dass nur ein Farbhersteller aufgeführt wird und auch noch die Alterungsprodukte dazu. Finde ich einfach unnötig. Jeder kann sein Modell so altern, wie er es meint. Da brauche ich keine Empfehlungen für entsprechende Produkte dafür. Und zum anderen wird halt auch nicht näher darauf eingegangen, wann und wo diese Fahrzeuge eben gedient haben. Es wird einfach nur ein farbiges Farbschema vorgestellt und das war's. Und mich interessiert halt die Hintergrundgeschichte auch immer.
Trotzdem ist es ein sehr schöner Bausatz, den ich auch durchaus empfehlen kann. Für die etwas geübteren Modellbauer auf jeden Fall, allein schon wegen der Ketten. Und ich finde es auch schön, und das ist auch was, worauf es mir auch immer besonders ankommt, man hat hier auch einfach Optionen. Man kann viel offen darstellen und der Aufbau des Bausatzes lässt auch zu, dass man eben kleinere Änderungen vornimmt, gerade wenn man jetzt einen Panzer 3 bauen will, der sich auf ein bestimmtes Referenzfoto bezieht, wo man dann vielleicht ein paar kleinere Änderungen machen muss, gerade jetzt bei den Werkzeugen oder so kleinere Feldmodifikationen. Das ist hier halt doch relativ einfach möglich. Das ist nicht bei allen Bausätzen so. Zum Beispiel der Panzer 3 von Takom, ja, der ist relativ rigide, also da kann man nicht viel ändern. Preislich ist der Panzer 3J von Riffield Model mit ungefähr 40 € hierzulande sehr attraktiv. Also das ist auf jeden Fall eine Option für alle, die sich dafür interessieren. Gibt dann auch noch die Variante, wie ich schon erwähnt habe, mit der vollen Innenausstattung. Die ist natürlich dann noch mal ein bisschen teurer und da finde ich es auch gut, dass das eben separat angeboten wird. Leute, die dann eben die Inneneinrichtung wollen oder brauchen, können ja dann die andere Variante kaufen und ein bisschen mehr bezahlen, und alle anderen, denen es eben nur um das Äußere geht, die können dann den billigeren Bausatz nehmen. Nun wird euch natürlich noch interessieren, wie sich dieser Riffield Model Panzer 3J im Vergleich mit dem Dragon Bausatz schlägt. Das ist ja bekanntermaßen mein Lieblingsbausatz. Ja, und da muss ich sagen, der von Dragon ist nach wie vor noch die bessere Wahl. Der ist zwar nicht mehr so ganz so leicht zu finden, aber wir bekommen auf jeden Fall schönere Ketten mit dem Bausatz, die auch einfacher zu montieren sind. Ja, und es gibt noch so ein paar kleinere Details, die mir hier einfach besser gefallen. Zum Beispiel sind die Unterseiten der Schutzbleche voll detailliert, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die mir hier sehr gut gefallen. Also ja, das Nonplusultra bleibt der Dragon Smart Kit Panzer 3J. Aber ich würde mal sagen, nach dem gegenwärtigen Stand, Sommer 2021, wenn ich jetzt nur von mir rede, Platz 2 ist der von Riffield. Und der kommt der Sache schon ziemlich nahe. Gut, soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, ihr fandet mein Video interessant und aufschlussreich. Und bis zum nächsten Video wieder. Euer Hame Kabakas.